Wir wissen im Moment gar nicht, wo uns der Kopf steht. Mich verlässt jetzt allmählich so der Mut dann auch. Wir machen heute unsere Offroad-Tour. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob wir da wirklich alle durchkommen. Oha. Ob wir da auch durchkommen? Beweisführung, braucht man Allrad oder braucht man kein Allrad? Zur Seite gehe ich trotzdem. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Ja, wir sind jetzt gestern Abend angekommen bei unseren Freunden und ja, wir mussten leider feststellen, dass die Bremsen jetzt wieder ein Problem gemacht haben. Hinten links war es wieder heiß. Ja. Es hat gestunken. Also wie beim letzten Mal, also in dem Video Pechsträhne, was ihr vielleicht schon gesehen habt, ist die Bremse hinten links wieder richtig heiß geworden. Das muss irgendwie auf dem letzten Stück gewesen sein hierher. Ich habe so ein bisschen die Vermutung seit der Abfahrt zur Stadt hier rein, dass sie dann fest war, weil wir sind vorher 300 Kilometer gefahren und wenn sie da schon fest gewesen wäre, dann wäre uns alles verbrannt, würde ich sagen. Wir wissen im Moment gar nicht, wo uns der Kopf steht. Vor allem, wie wir das halt auch lösen sollen. Wir haben halt keine Unterkunft, können den LKW nirgendwo in der Werkstatt abgeben, weil wir nicht wissen, wo wir bleiben sollen. Das ist das Problem in Deutschland. Meistens sind die Werkstätten so, dass du da nicht stehen kannst, weil das Gelände irgendwie videoüberwacht und keiner darf sich darauf bewegen nach Arbeitsschluss. Wir haben noch keinen Plan im Moment. Im Moment sind wir in Kontakt mit Freunden, die uns da auch gerade helfen und wir müssen uns erstmal irgendwie einen Plan machen. Ich kann das überhaupt nicht glauben, ne? Das ist irgendwie schon wieder echt so eine Scheiße. Dann kommst du hier an und dann ist schon wieder irgendwas am LKW kaputt, ne? Und wir haben uns jetzt so darauf gefreut. Jetzt geht's los, jetzt fahren wir noch zu Freunden und fahren noch mal durch Deutschland durch. Und dann startet es endlich und dann ist jetzt wieder immer noch was am LKW. Das ist irgendwie so verhext. Gefühlt treten wir auf der Stelle, seit wir den LKW haben. Ich recherchiere gerade nach Ersatzteilen. Unsere Hoffnung ist, dass wir nur einen Bremszylinder tauschen müssen und bin gerade mit einer Firma aus den Niederlanden in Kontakt. Die von unserer Bremse sind nur noch ganz selten zu bekommen. Renault hat nichts mehr. Ich hoffe, dass wir hier fündig werden. Schaut zumindest gut aus. Die haben uns schon mal einen Reparatursatz geschickt und auch für vorne schon die Bremszylinder. Da lösen sich die Backen nicht komplett von der Trommel. Ja, würde morgen gehen, sagen sie. Zum Glück haben wir eine Werkstatt gefunden, die kurzfristig Zeit hatte. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg hin und schauen mal, was mit unserer Bremse los ist. Wir sind jetzt wieder zurück aus der Werkstatt, wurde nichts gefunden, war auch kein Schaden jetzt an der Trommel oder an den Bremsbelägen, also ist irgendwie alles gut. Und auch drinnen die Mechanik, Federn, Gestänge, sieht alles gut aus. Der Werkstattmeister meinte, dass die Bremsbeläge vielleicht ein bisschen zu stramm eingestellt waren. Das haben sie jetzt ein bisschen korrigiert. Und jetzt fahren wir einfach erstmal weiter und gucken, wie sich das so weiter verhält.
Jetzt bei Valentin und Sabrina. Das sind die von Friederike 1019. Eine Zahl, das kriegen wir durcheinander, auch wenn ich Informatiker bin. Ja, und wir stehen jetzt bei denen auf dem Grundstück und hier verbringen wir jetzt die, denke mal, die nächsten 2 Wochen. Machen wir unsere Videos noch fertig und ja, verbringen bestimmt noch ein paar schöne Abende mit den beiden. Wir machen heute unsere Offroad-Tour, unsere zweite. Diesmal sind auch Valentin und Sabrina dabei von Friederike 1019 und mit dabei ist auch Polarfuchs. Mit denen sind wir ja schon mal gefahren. Genau, mit Martina und Hans-Peter. Und heute geht es nochmal los. Wir sind gespannt. Der Allrad ist in letzter Zeit wieder nicht mehr reingegangen. Wir hoffen, dass wir das irgendwie dann doch noch wieder hinkriegen. Weil diesmal könnte das ein bisschen, diesmal könnten wir ihn vielleicht brauchen. Relativ easy hier alles, ist ja nur Feldweg. Also nicht matschig oder sowas. Na Männers? Was ist los? Überlegen, ob wir da durchkommen. Okay. Und ob du da mit Schwung durchkommst. Also können wir sicherlich fahren, Ja. genug Abstand halten und immer ein bisschen Schwung haben, dass man möglichst nicht anhält. Dann müsste es reichen und schön gleichmäßig da durchschlittern. Weil wir gucken müssen, kann halt auch sein, dass wir zurückfahren müssen. Ja, dann ist es so. Ja? Dann müssen wir kurz vor den Rückwärts. Ja, hier soll es durchgehen und da sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob wir da wirklich alle durchkommen. Also vor allen Dingen, weil bei uns jetzt der Allrad nicht geht. Aber ja, wird spannend auf jeden Fall. Das kriegen wir schon hin. Und wenn, dann wird eben halt einer den anderen rausziehen. Die nehmen uns jetzt in die Mitte. Falls wir nicht durchkommen, dass wir entweder dann von hinten oder von vorne rausgezogen werden können. Okay, Valentin hat gestoppt. Er meinte, sollten wir uns mal angucken. Gucken, ob wir da durchkommen. Ob wir uns das überhaupt trauen. Alter Falter. Ob wir da auch durchkommen? So, Beweisführung. Braucht man ein Allrad oder braucht man kein Allrad? Das werden wir gleich feststellen. Noch braucht man kein Allrad. Nur den besten Fahrer.
Seite gehe ich trotzdem. Es ist ein Fest. Mega geil war das. Das Der war Hammer. krass, voll krass. Das ist einfach so durchmarschiert. Ohne Allrad, ohne alles. Einfach nur Allrad. geil, 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 geil. Und jetzt geht's weiter. Hat der heutige Tag Spaß gemacht? War schon cool. Also, wir brauchen noch nicht mal Allrad irgendwie, um da irgendwo uns durchzuwühlen. Das ist also irgendwelche Waldwege oder sowas. Das macht er so. Das drückt er so weg. Das merkt er gar nicht. Macht richtig Spaß mit ihm zu fahren, ne? Ja, Odin, der ist dafür gemacht. Einfach. Das ist einfach so. Hammer. Was sind unsere neuen Erkenntnisse zu diesem LKW und deren Elektrik? Also erstens, Odin braucht richtig Offroad. Erst dann ist er bereit, überhaupt ein Allrad reinzumachen. Weil das hat er jetzt zwischendurch ja mit reingemacht. Haben wir aber nicht gemerkt, weil die Allradlampe leuchtet nur dann, wenn wir auch Licht anhaben. So viel zur Elektrik. Wir haben ja so ein bisschen Leistungsverlust irgendwie in den oberen Drehzahlbereich, zumindest habe ich so das Gefühl. Und Odin räuchert ja auch immer noch mehr, als mir eigentlich lieb ist. Gefühlt ist es auch ein bisschen mehr geworden wieder. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich irgendwas finde und habe so ein bisschen den Turbo auch im Verdacht, weil er ist eben halt, die Rauchwolke ist weiß-blau so und sieht wie Dieselüberschuss aus. Ich hatte sowieso jetzt, als wir noch auf unserer vorigen Farm waren, mir Ersatzteile gekauft, solche Silikonschläuche, die ich nach und nach ersetzen will. Und diese Brücke hier von dem Turbo, also die vom Turbo an die Ansaugbrücke geht, die hat hier ohnehin Probleme. Also man kann richtig sehen, dass da Gewebeschäden dran sind. Und ich glaube, dass da vielleicht auch schon irgendwie nicht genügend Druck aufgebaut werden kann. Deswegen werde ich das jetzt irgendwie dazwischen setzen. Ich werde die Brücke runternehmen und mal gucken, was das bringt. Der Allrad, der war ja nicht zuverlässig reingegangen bei der letzten Offroad-Tour. Das habe ich mir jetzt mal angeguckt. Das ist so ein Hebel, der ist ja, im Prinzip ein bisschen fest gewesen, also nicht verrostet. Das ist halt dieser Hebel hier, der einfach runterfallen soll, wenn der Allrad betätigt wird. Das ging relativ schwergängig, als wenn da halt richtig festes Fett hinter ist. Also es ist nicht irgendwie so Rost gewesen oder festgegammelt, sondern einfach nur, als ob da richtig festes Fett verhindert, dass der Hebel dann runterfällt. Das habe ich jetzt gangbar gemacht. Das geht zuverlässig. Ich kann es halt mal zeigen. So ist der nicht drin. Das war dann die meiste Zeit, so dass der irgendwie nicht reingesprungen ist. Das ist jetzt die Stellung, wenn ein Allrad nicht drin ist. Ist aber freigegeben. Und wenn ich jetzt an dieser Welle hier drehe, dann geht er rein. Und mehr ist es eigentlich nicht. Das habe ich jetzt gangbar gemacht. Läuft und morgen probieren wir ihn jetzt aus. Und ich bin zuversichtlich, dass das funktioniert. Jetzt geht's los.
Das sind sogenannte Pferdekopfnicker. Die kennt man vielleicht aus Filmen über Amerika, Texas. Da stehen ja ganz, ganz große Felder. Und hier wird tatsächlich in Deutschland Öl, also Erdöl, gefördert. Das wusste ich bis dato auch nicht. Und ja gut, das was da rauskommt, ist über 99% Wasser und so ein bisschen Erdöl ist dann da auch drin. Macht Spaß? Ja, macht richtig Spaß. Er läuft richtig gut jetzt. Also, ich habe den Turboschlauch nochmal ausgewechselt. Ich glaube, das hat es auch nochmal gebracht. Cool! Test auf Allrad eingeht. Und drin ist er. Beruhigendes Gefühl, dass Allrad dann auch immer dann reingeht, wenn man es braucht. Und ich bin echt froh. Es ist, ja, war eine einfache Reparatur, also noch nicht mal wirklich repariert, aber ist cool, dass es jetzt geht. Ja, das war mal großartig. Das war mega cool heute. Hammer. Hat geil Spaß gemacht einfach. Ja, total. Also dieses geiles Gefährt. Fühlen uns richtig wohl. Offroad mit Odin macht mega, mega Laune. Motor läuft rund. Es räuchert auch nichts, gar nichts. Und alles funktioniert. Allrad, Untersetzung, alles ausprobiert. Ja. Perfekt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Genau. Und schreibt auch was in die Kommentare. Das hilft den YouTube-Algorithmus. Ja, uns zu finden, beziehungsweise dann, dass uns andere dann auch finden und unseren Kanal dann halt auch abonnieren können. Also abonniert auch unseren Kanal, das hilft uns halt auch. Das ist kostenlos. Genau. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. In einer Woche. Schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. So einen Reifenwechsel machen wir ja nun nicht einfach täglich. Ist ja nicht ganz ungefährlich. Es ist jetzt der Zeitpunkt gewesen, Panik zu kriegen. Wir kriegen den Reifen nicht aufgepumpt. Nochmal.